Wäsche mit viel Chemie, darum geht es in diesem Video. Wir zeigen euch, wie wir vorgehen. Grundlegend ist bei der Autopflege gerade im Außenbereich ja Chemie der Mechanik vorzuziehen. Also wir wollen versuchen, chemisch alle Bereiche zu reinigen, bevor wir sie mechanisch berühren, das heißt waschen und kneten. Und heute haben wir einen Extremfall. Das Auto wurde 5 Jahre lang nicht wirklich gründlich gewaschen. Das heißt, wir werden alles an Chemierepertoire auspacken, was wir haben und was sinnvoll an dieser Stelle ist, und führen euch einmal durch die verschiedenen Schritte. Und ich sage immer dazu, was ich jetzt mache, was ich mir davon verspreche und auch danach, ob es das gebracht hat, was es bringen sollte. Und dann gehen wir einmal durch diesen Waschprozess und sehen uns dann zwischendurch immer wieder. Auf geht's. Ich würde sagen, wir starten damit, dass wir die Kennzeichenhalter runternehmen. Das macht natürlich bei einer intensiven Wäsche Sinn, nicht unbedingt bei jeder, weil jedes Mal rein- und rausschrauben auch die Kunststoffe so ein bisschen ausleiert, aber bei so einer intensiven Wäsche macht das Sinn. Als erstes sammeln wir die ganzen losen Blätter raus, weil die in Verbindung mit Wasser würden mehr kleben als leicht rausgehen. Das heißt, erstmal die Blätter raussammeln, raussaugen oder dann gleich die Reste mit Druckluft wegpusten. Wir starten mit der Motorraumreinigung. Das liegt einfach daran, dass hier der meiste Dreck entsteht und der über den Lack fliegt. Deswegen fangen wir damit an. Wir verwenden lösemittelhaltigen Kaltreiniger, der ist optimal geeignet für die Motorraumreinigung. Sprühen alles satt ein und lassen es nach Herstellerangaben wirken. In dem Fall so bis zu 5 Minuten bei diesem Produkt. In der Wirkzeit können wir uns schon mal um die Felgen kümmern. Das heißt, wir nehmen hier einen säurehaltigen Felgenreiniger, weil wir Stahlkappen haben. Beachtet da unbedingt die Einwirkzeit. Lasst ihn maximal 1-2 Minuten drauf und spürt ihn dann erstmal ab. Oder bearbeitet ihn gleich manuell, je nachdem, was ihr für Felgen habt. Bei Alufelgen auf jeden Fall Felge für Felge bearbeiten. Hier bei Stahlfelgen habt ihr ein bisschen mehr Zeit, da passiert so schnell erstmal nichts. Stahlfelgen lassen sich wahnsinnig schnell bearbeiten, deswegen können wir die hier vorziehen, bevor wir den Motorraum abspülen. Wenn ihr natürlich Alufelgen habt, dann sieht die ganze Sache anders aus. Dann bitte erst den Motorraum fertig machen oder Felgen einmal einsprühen, abspülen und dann den Motorraum fertig machen. Hier haben wir es in der Einwirkzeit geschafft. Also fangen wir an mit dem Abspülen. Wir spülen erst von hinten nach vorne ab. Das hat den Vorteil, dass uns der Reiniger sozusagen von vorne nach hinten ab, Entschuldigung, das hat den Vorteil, dass uns der Reiniger dann nicht auf die Hände tropft oder auf die Arme tropft, und spülen jetzt den ganzen Motorraum gründlich ab. Achtet bitte auf Sicherung, Luftfilter und solche neuralgischen Bereiche. Worauf noch zu achten ist, seht ihr bei unserem Video zur Motorraumwäsche. Im zweiten Schritt sprühen wir nochmal einen alkalischen Reiniger auf den Motorraum, weil der war so verdreckt, dass wir definitiv manuell nachreinigen müssen. Wir nehmen dafür eine ganz weiche Facebrush, also so eine Wheel Facebrush, eine Felgenfrontbürste sozusagen, kann man sogar für den Lack benutzen, von der Art der Borsten. Muss man jetzt nicht, aber gerade hier für den Motorraum macht die sich super, weil die ist schön groß. Man schafft viel Fläche, aber man zerkratzt die Oberfläche damit nicht. Für die schmalen Bereiche und Ecken nehmen wir uns einen Langstielpinsel. Wichtig hierbei immer Kunststoff-Einfassung, damit das keine Kratzer verursacht. Und dann gehen wir einmal durch den kompletten Motorraum an alle Bereiche, wo wir damit rankommen. Das letzte Abspülen erfolgt auch hier, wie häufig bei der Fahrzeugwäsche, außen mit dem Schlauch. Das sorgt einfach dafür, dass der Reiniger besser entfernt wird, weggespült wird. Das geht ein bisschen schneller und macht die Arbeit leichter, geht aber auch genauso gut mit dem Hochdruckreiniger. Nun trocknen wir einmal grob den Motorraum, damit wir die Wasserpfützen und Wasserlachen so ein bisschen entfernen können, damit wir später keine starken Wasserflecken bekommen. Wer möchte, kann jetzt noch ein Motorraumdressing aufsprühen. Wer nicht möchte, lässt es einfach so oder macht am Ende nochmal Kunststoffpflege auf die Oberfläche. Die erste Chemierunde ist jetzt durch. Wir haben mit dem Motorraum angefangen, haben einen Kaltreiniger genommen. Das ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger, der auch eine alkalische Komponente enthält. Ideal geeignet für Motorräume, auch so für Agrargeräte oder allgemein für Teile, wo Fett und Dreck zusammenkommen oder Öl und Dreck. Dann sind wir noch mal mit einer Runde Intensivreiniger, also einem rein alkalisch basierten Reiniger draufgegangen, um dann noch mal den Schmutz gezielt mit einem Pinsel bzw. einer Bürste zu lösen. Und dann geht es jetzt weiter außen am Lack. Wir nehmen auch den Intensivreiniger für den Lack außen. Ihr habt gesehen, das Auto sieht echt schlimm aus, von daher brauchen wir noch ein bisschen Reinigungspower. Wir sprühen den Reiniger aufs gesamte Auto und lassen ihn ein paar Minuten wirken. Achtet hier unbedingt auf Temperatur und das Trocknen des Reinigers. Länger als 5 Minuten sollte er auf keinen Fall draufbleiben. Im Zweifelsfall bitte lieber zwischendurch abspülen. Wir kümmern uns jetzt hier während der Wirkzeit um den Unterboden, machen eine Unterbodenwäsche oder spülen den Unterboden besser gesagt ab. Dafür nehmen wir so eine geknickte Lanze. Die haben wir mittlerweile nicht mehr, weil wie du siehst, unten kommt schon Wasser raus. Das hat sich durch das Ziehen über den Boden abgerieben. Da haben wir jetzt mittlerweile eine Variante mit Rädern dran, macht aber am Ende das gleiche, nämlich den Unterboden sauber.
Dann geht es an den Lack. Wir spülen einmal intensiv von oben nach unten ab und hier heißt es wirklich Zeit nehmen. Hier versuchen wir die Ritzen und Kanten schon einmal ordentlich auszuwaschen. Wir spülen den kompletten Lack intensiv ab. Das sorgt dafür, dass wir möglichst viel Schmutz an dieser Stelle schon entfernen. Da sollte man wirklich nicht einmal hastig rumgehen, sondern wirklich konzentriert von oben nach unten durcharbeiten. Man sieht auch schon hier schön, wie der Dreck am Kennzeichenhalter weggesprengt wird. Also von daher ganz, ganz wichtiger Schritt bei der Autowäsche. Dann wollen wir uns intensiv um die Radkästen kümmern. Die sollen nämlich auch tiptop sauber werden. Ich glaube, die wurden noch nie sauber gemacht in der Geschichte des Autos. Deswegen Räder runter und ran an den Radkasten. Ich spüle den Radkasten erstmal mit dem Hochdruckreiniger aus, um den ganzen losen Dreck zu entfernen, damit mein Reiniger im nächsten Fall nur auf dem festsitzenden Dreck wirken kann und ich ihn nicht für losen Sand verschwende, der mit Wasser einfach abzuspülen geht. Und dann geht schon los. Ich verwende eine Schaumkanone, um den Reiniger aufzutragen. Das hat einfach den Vorteil, dass der Reiniger besser schäumt, länger steht und ich mehr Zeit habe, ihn zu bearbeiten. Das mache ich auch mit meiner weichen Bürste. Ihr könnt hier diverse Pinselchen, Schwämmchen, Lappen, was auch immer nehmen. Das ist eigentlich relativ egal. Die Oberflächen drin sind kratzunempfindlich. Da geht es wirklich darum, mit welchem Werkzeug komme ich effektiv in die ganzen Sicken, Ritzen und Kanten. Nur wenn ich dann zum Lack hinkomme, muss ich ein bisschen aufpassen. Deswegen da in dem Bereich gerne eine weiche Bürste. Wir spülen den Radkasten auch mit fließendem Wasser aus. Auch hier wieder einfacher als mit dem Hochdruckreiniger, geht aber am Ende genauso. Und dann, ganz, ganz wichtig, machst du Controletti, guckst du immer nach, ob alles wirklich sauber ist, bevor du das Rad wieder ranbaust. Wir arbeiten hier wirklich Stück für Stück, also Rad für Rad durch. Wir könnten natürlich auch alle runter machen, alle bearbeiten, dann die Räder wieder rauf, aber man kann es auch Stück für Stück machen. Ist egal, such dir einfach deine Lieblingsvorgehensweise aus, läuft am Ende aufs Gleiche hinaus. Ja, also es ist so wahnsinnig viel Matsch, der so festklebt. Da müssen wir jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und dann dort mit einer Bürste oder mit einem Pinsel mechanisch den Dreck runterholen. Dampfreiniger, Hochdruckreiniger ist mir hier zu heiß, dass es hier alles durchs Auto fliegt, ins Auto fliegt. Ich denke, wenn ein Einstieg so aussieht, dann brauchen wir uns da eh nicht mehr über Mikrokratzer unterhalten. Das heißt, wir werden jetzt ganz vorsichtig mit einer Bürste und einem Pinsel mit ganz viel Wasser und viel Ausspülen versuchen, das wirklich so ein bisschen abzukratzen. Weil selbst mit normal fließendem Wasser passiert hier überhaupt nichts. Als nächstes kümmern wir uns um die dreckigen Bereiche wie die ganzen Einstiege und Türfalzen. Das macht immer Sinn, damit wir am Ende kein Antrocknen des Reinigers auf dem Lack haben, beziehungsweise dann nochmal über den Lack waschen, wenn Wasser angetrocknet sein sollte. Weiter geht es mit dem Tankdeckel. Auch das gehört mehr oder weniger zu den Einstiegen. Auch hier pinseln wir gründlich durch und sorgen dafür, dass der Bereich sauber wird. Und ihr seht schon hier, was hier los ist. Also ja, das sieht echt schlimm aus, aber machen wir uns auch nichts vor. Bei so einem Lackzustand brauche ich mir jetzt auch keine Sorgen zu machen, ob da vielleicht was zerkratzt. Da kann ich hundertprozentig sicher sein, dass da alles zerkratzt ist, was geht. Aber wie gesagt, ihr könnt auch vorher nochmal ausspülen oder geht direkt drauf. Müsst ihr mal überlegen, was soll mit dem Auto passieren und wie gut oder schlecht sieht es aus. Anschließend, wir haben alkalisch gewaschen, kommt jetzt... Richtig, Säure. Wir arbeiten mit einem sauren Reiniger, um mineralische Verschmutzungen noch anzulösen und zu entfernen. Auf diesem waschen wir auch. Das funktioniert sehr gut. Erstens schäumt er sehr gut, erhöht unser Gleitverhalten und wirkt dann nochmal deutlich besser. Wir verwenden auf dem Lack eine Konzentration zwischen, ich sag mal, 1:10 für die unteren Bereiche und dann für einen sehr verschmutzten Lack 1:20, 1:30 bis hin zu 1:60. Achte auch hier wie immer darauf, dass dir kein Reiniger antrocknet. Sollte das mal der Fall sein oder Gefahr laufen, dass der Reiniger antrocknet, dann spül bitte Teilbereiche immer wieder ab. Im Zweifelsfall schäumst du sie nochmal ein, aber es ist echt blöd, wenn sich jetzt Reiniger einbrennt und du dann Flecken auf dem Lack hast. Auch hier kümmern wir uns nochmal um die Einstiege, nachdem wir erst in der Grobreinigung mit einer Bürste und einem Pinsel durchgegangen sind, nehmen wir jetzt nochmal einen Waschhandschuh, gehen nochmal wirklich um die Ecken und Kanten in die Ritzen rein, dass wir wirklich auch tipptopp gepflegte Einstiege haben. Und dann, darfst du raten, abspülen, diesmal mit dem Hochdruckreiniger, einfach weil ich nochmal vielleicht nachrutschenden, nachlaufenden Sand irgendwie aus sehr verdreckten Ecken mit Hochdruck entfernen will. Man könnte auch hier einen Schlauch nehmen, aber hier halte ich Hochdruck aus dem genannten Grund für schlauer. Das Auto ist jetzt sauber, zumindest erstmal, aber wenn wir so drüber fassen und mal hinhören, also hier sind wirklich dickste Pickel drauf. Ich bin gespannt. Das wird nochmal eine ordentliche Knetnummer. Wir werden auch gleich den Intensivreiniger mit dazu nehmen, um einfach ein bisschen schneller zu sein. Und dann kneten wir das Ding nochmal durch und hoffen, dass wir dann tatsächlich fertig mit der Wäsche sind und trocknen können. Weil wir müssen dann den Lack erstmal begutachten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Extreme Zustände erfordern extreme Maßnahmen und wir probieren jetzt einfach mal das Meguiar's Wash Plus als Gleitmittel aus. Das heißt, das hatte schon leichte, ich sag mal Knetschleifmittel mit drin.
Ne, das war ja so ein bisschen gedacht, sie steht sogar als Scratch Removal, was ich natürlich für ein bisschen Schwachsinn halte, aber das ist zumindest Versiegelung entfernt und so ein bisschen schon knetet. Und ich hoffe, dass es diesen Kneteffekt verstärkt. Das heißt, wir werden ein bisschen Gleitmittel aufsprühen, Wash Plus auf die Knete und dann gehen wir mal mit beiden drüber und hoffen, dass wir so halbwegs, man hört es aber auch, zeitnah zu einem Ergebnis kommen. Ja, war jetzt nicht allzu effektiv, muss ich sagen, hat nichts gebracht, hat nicht so gut geglitten, aber war mal ein Versuch wert. Man muss ja einfach mal bei so Extremfällen immer was ausprobieren. Hat jetzt nicht den gedachten Vorteil gebracht, also einfach ein Knetgleitmittel und eine Schleifknete sind wunderbar hier. Dauert natürlich eine ganze Weile mit einem kleinen Knetstück so ein ganzes Auto intensiv zu bearbeiten. Wir mussten teilweise 2 oder sogar 3-mal über die Oberflächen und ganz wichtig, wer so knetet, muss sich immer darauf einstellen, danach zu polieren, denn dieses Kneten wird definitiv Spuren hinterlassen. Nach dem Kneten des gesamten Lackes kommt das finale Abspülen, wie ihr es von mir kennt, mit einem Schlauch und fließendem Wasser. Und dann sind wir auch schon am Ende einer sehr intensiven Wäsche. So kann man auch mal für so ein Clio 3 Stunden für die Wäsche brauchen. Er hat es aber auch nötig und das Ergebnis wird sich lohnen. Das werdet ihr spätestens dann in unserem Poliervideo zu diesem Auto sehen.